Schon im Jahr 1954 hat Tudor seine erste Taucheruhr mit der Referenz 7922 vorgestellt, die als Grundlage für die neue Black Bay 54 dient. Damals wie heute hat das Modell einen vergleichsweise geringen Durchmesser von 37 mm, der jedoch am Handgelenk etwas größer wirkt, als man im ersten Moment denkt. Wie die neue Black Bay 54 in der Realität wirkt und was es sonst noch zu wissen gibt, erfahrt ihr in diesem Video. Auf dem leicht gewölbten und mit einem matten Sonnenschliff verzierten Zifferblatt sorgen aufgesetzte Stundenmarker im klassischen Tudor-Design für einen guten Kontrast. Ihr Leuchtmittel wird umrahmt von goldenen Akzenten, die auch bei der Minuterie Verwendung finden. Das Vorbild, die Tudor Oyster Prince Submariner 7922 von 1954, verwendete für die Stundenanzeige noch einen sogenannten Mercedes-Zeiger. Heute setzt Tudor für die Stundenanzeige dagegen auf den eigenen Snowflake-Zeiger. Den gibt es eigentlich erst seit 1969, weist die Taucheruhr aber eindeutig als Tudor aus und schafft eine gewisse Abgrenzung zur großen Schwester Rolex. Dass Tudor sich entschieden hat, die Black Bay 54 ohne Veränderung der Proportionen und Größen wieder aufleben zu lassen, ist schon etwas überraschend. Eröffnet die Taucheruhren der Kollektion Black Bay Kunden mit schmalen Handgelenk und dürfte Historienfans der Marke durch die Nähe am Vorbild ebenso erfreuen. Mit einseitig drehbarer Taucherlünette, historisch korrekt und im Vergleich zur normalen Black Bay ohne Minutenstriche für die erste Viertelstunde ist die Black Bay 54 eine waschechte Taucheruhr, deren Wasserdichtheit mit 200 Metern jener der Standard Black Bay in nichts nachsteht. Die Einlage der Lünette besteht auch bei der neuen Uhr aus Aluminium und bietet einen Leuchtpunkt auf dem Dreieck bei der 60. Die Krone der Black Bay 54 ist mit der Tudor-Rose signiert. Statt wie früher mit Plexiglas ist das neue Modell mit einem gewölbten Saphirglas ausgestattet. Das wirkt fast wie ein echtes Plexiglas, ist aber natürlich deutlich kratzfester. Bevor ich die Black Bay 54 ans Handgelenk gelegt habe, hätte ich nicht gedacht, dass mir die Größe von 37 mm ausreicht. Tatsächlich ist es bei diesem historischen Design und wegen der Gehäuseform aber so, dass die Uhr etwas größer wirkt. Dazu kommt, dass die Uhr auch schön flach ist und sehr angenehm am Handgelenk liegt. Wir haben sie neben die ebenfalls neue Tudor Black Bay Burgundy mit 41 mm Häuse gelegt, damit ihr euch die Größenverhältnisse besser vorstellen könnt. Die Armbänder sind mit der Tudor T-Fit-Schließe mit Schnellverstellung am genieteten Gliederarmband aus Edelstahl oder auch am Kautschukband ausgestattet. Das verbaute Uhrwerk im kleinen und feinen Gehäuse dieser historisierenden Taucheruhr ist das Tudor Manufakturwerk MT 5400 mit beidseitig aufziehendem Rotor, welches bei der COSC als Chronometer zertifiziert wird und eine Gangreserve von ca. 70 Stunden ermöglicht. Das Werk kennen wir bereits zum Beispiel aus der kürzlich lancierten Pelagos 39 und der Black Bay 58. Die Verbindung vom historischen Design und der modernen Umsetzung mit Top-Uhrwerk und schön verarbeiteten Bändern macht die Black Bay 54 für uns zum Highlight der diesjährigen Tudor-Neuheiten. Beim Preis von 3.550 € am Kautschuk oder 3.750 € am Gliederband reiht sie sich am unteren Ende der Black Bay Kollektion ein. Eben im direkten Vergleich hatte ich ja bereits die neue Black Bay mit roter Aluminiumlünette angesprochen. Die neueste Version der sogenannten Burgundy ist ihrem Vorgänger wie aus dem Gesicht geschnitten und entspricht ja auch bei den Abmessungen. Wie zuvor beträgt der Durchmesser 41 mm. Jedoch ist das Gehäuse der Uhr leicht flacher geworden und misst nur noch 13,6 statt 15 mm. Wie immer ist die Lünette einseitig drehbar und das Saphirglas über dem schwarzen Zifferblatt mit goldenen Akzenten sorgt für eine Druckfestigkeit bis 20 bar. Auch sie gibt es an verschiedenen Armbändern, unter anderem auch an diesem fünfreihigen Gliederarmband, was dem Rolex Jubilee Bändern ähnelt. Im Gegensatz zu diesen sind die einzelnen Glieder aber auf der Innenseite nicht flach, sondern genauso rund wie auf der Oberseite. So richtig neu an der Black Bay Burgundy ist vor allem die Zertifizierung als Master-Chronometer beim Eidgenössischen Institut für Metrologie, der METAS, dessen Standards noch über jene der COSC hinausgehen. Vor allem bei Magnetfeldresistenz und Temperaturbeständigkeit gelten weit höhere Standards. Das verwendete Manufakturkaliber MT 5602 ist zwar dasselbe wie immer, bekommt aber nach der Zertifizierung als Master-Chronometer den Zusatz U dazu und heißt dementsprechend MT 5602U.
Leichte Änderungen an Bauteilen, die zum Antimagnetismus beitragen, wurden jedoch vorgenommen. Es ist der nächste Schritt von Tudor, das gesamte Uhrenportfolio bei der METAS zertifizieren zu lassen. Mehr Informationen darüber haben wir im Artikel Tudor Black Bay Ceramic. Tudor macht den Master, wo das MT 5602U bereits zum Einsatz kam, veröffentlicht. Falls ihr also noch etwas mehr zum Thema erfahren wollt, schaut doch mal auf amannuhren-online.de vorbei. Den entsprechenden Artikel verlinken wir dort im Beitrag zu diesem Video und auf YouTube in der Beschreibung. Auch die anderen Tudor-Neuheiten, zum Beispiel die Black Bay GMT, die letzten Monate in Genf vorgestellt wurden, haben wir auf unserer Webseite beschrieben. Auch dazu gibt es einen Link. Wie gefallen euch die neuen Tudor-Modelle und was ist euer Highlight? Schreibt uns das doch in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.